Du hast von Vorbereitungen gesprochen. Also kannst du was darüber sagen, wie du vorbereitet wurdest, was für Schulungen oder Themen da so vermittelt werden? Vorbereitungen sind zuallererst energetischer Natur. Das bedeutet, das Energiefeld von einem Menschen und besonders die Genetik damit und das damit zusammenhängende Bewusstsein der Menschen wird vorbereitet, sodass ein Kontakt so smooth wie möglich ist. Deswegen gibt es auch Leute wie mich, die Mischwesen sind zwischen Mensch und ET. Und du erinnerst dich noch an meine ersten Worte, wo wir gesprochen haben, wo ich gesagt habe, die Menschen fühlen, dass ich anders bin und sie fühlen sich hingezogen zu mir, aber ich bringe sie dazu, sich ihre inneren verdrängten Themen anzusehen. Das heißt, es kommt etwas hoch. Und das passiert auch durch die ganz einfache Physik, nämlich hohe Frequenz, die einfach anfängt, die Frequenz zu erhöhen. Das heißt, die Frequenzen werden angepasst. Eine hochschwingende Person und eine niedrig schwingende Person können zusammen ko-kreieren, aber früher oder später müssen sie sich begegnen. Und das heißt, selbst die niedrig schwingende Person wird, je länger sie Zeit verbringt, in der Frequenz sich erhöhen. Und wenn eine Frequenz, eine Grundfrequenz, ein Grundton, der in dir ist, sich verändert und erhöht, wird Raum geschaffen und Platz geschaffen in dir. Das heißt, die Abstände zwischen Elektronen, Protonen, Neutronen werden verändert. Und das sorgt dafür, dass sich im Bewusstsein was verändert und das, was nicht mehr kompatibel ist, zum Vorschein kommen muss, gesehen werden muss und teilweise sogar gefühlt werden muss. Es gibt auch Menschen, die fangen an, in meiner Gegenwart zu entgiften. Das heißt, die entgiften physisch vor mir. Und das riecht man und das merken sie und die Toilette ruft sehr, sehr oft. Und dafür reicht nur meine Anwesenheit. Und ich bin jetzt hier als Hybridwesen und dann überlegt euch mal, wie das sein könnte, wenn ihr vor einem vollen Extraterrestrischen steht. Oft ist es so, dass die Menschen ohnmächtig werden erstmal, weil dieses Energiefeld so anders ist und das Bewusstsein so anders ist, dass einfach der Mensch aus dem Bewusstsein rausgehen muss oder aus Versehen rausgeht, weil sonst keine Kompatibilität mehr besteht. Und das wäre nicht mehr im Benefit, das wäre kein friedlicher Kontakt mehr. Stellt euch mal vor, ihr möchtet friedlichen Kontakt haben und dann werdet ihr ohnmächtig, fallt auf den Boden und schlagt euch den Kopf auf. Das ist nicht schön. In einem anderen Fall ist es so, dass auch eine Psychose passieren kann, wenn der Kontakt zu früh passiert. Das heißt, dass die Traumata, die lange verdrängt wurden, auf einmal alle verfügbar sind. Also körperliche Entgiftung wäre hier noch das Geringste. Und das bedeutet, ihr werdet feinjustiert, feinkalibriert, sodass ein Kontakt besser stattfinden kann. Und in dem Moment, wenn die Körper und die Frequenzen auf einem sehr ähnlichen Niveau sind, dann kann der Kontakt gut und klar stattfinden. Und dann ist er friedlich und dann findet er auf bewusster Ebene statt, ohne dass am Ende Zeit fehlt oder irgendwelche komischen Dinge passieren, physisch oder psychisch oder emotional. Also das Und ist die Vorbereitung. haben sich die Kontakte oder die Inhalte der Kontakte wahrscheinlich im Lauf der Jahre immer verändert? Sind sie deinem Alter entsprechend passiert oder entsprechend den Themen, die jetzt dann angestanden waren bei dir? Also sie sind dem Bewusstsein entsprechend. Und man muss sich vorstellen, ähm, ETs haben keine Erdenthemen und sie haben andere Interessen, andere Sichtweisen. Es ist eine komplett andere Kultur. Und das fängt schon dabei an, dass sie telepathisch sind und dass es Spezies gibt, die Empathie haben und es Spezies gibt, die absolut keine Empathie haben. Dann gibt es welche, die nach der Lyra-Menschenrasse sind, so wie wir. Außerhalb der Erde gibt es sehr, sehr viele Menschen, die wirklich Menschen sind. Die Erdenmenschen heißen Erdenmenschen zum Beispiel. Und es gibt entsprechend, wo die anderen sind, auch entsprechend andere Bezeichnungen, zum Beispiel die Alfrater. Das sind die Alfraton-Menschen. Genau. Also ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten nochmal eigentlich darauf hingehen mit dem, wo es abhängig ist mit dem Bewusstsein. Ne? Mhm. Also es ist abhängig von dem Bewusstsein, was mit dir gesprochen wird. Und du hast es hier mit Leuten zu tun, die zum Beispiel jetzt nichts
von Mode wissen wollen oder anderes. Das heißt, manchmal wird dann auch so simple Metaphysik besprochen. Das heißt, sie sprechen über die Zusammenhänge, sie versuchen dir Zusammenhänge zu erklären, oder Musik ist ein Thema, was alle Welten verbindet. Die ETs hören auch gerne Erdenmusik, also Pianos und all die anderen Dinge. Handpan ist sehr geschätzt, Harfe ist sehr geschätzt. Also über Musik kann man mit ihnen sprechen, aber tatsächlich nicht über Rock, Pop oder anderes, weil da sehen sie eine Agenda dahinter. Man muss auch bedenken, dass ETs das ganze Bild sehen, wo der Mensch in seinem Bewusstsein nur einen Bruchteil des Bildes sehen kann. Das bedeutet, die Gespräche sind dann doch sehr limitiert und sie versuchen schon, die Verbindungspunkte zu sehen, wo können wir jetzt dann mit diesen Menschen drüber reden. Aber in der Regel sind die Gespräche von ihnen immer mit dem Wunsch aufzuwecken, Klärung zu schaffen, Verständnis zu schaffen und besonders aufzuwecken und aufzuwachen, aber in einem Level, das im Benefit ist für den Menschen. Und so agiere ich auch zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, dass ich versuche, den Menschen das zu sagen, was ich sagen darf, sodass sie es verstehen können, aber gewisse Themen, die sehr komplex sind, wie zum Beispiel die Lunarmatrix oder die äußeren Gewässer, also sprich wie die Föderation und ETs arbeiten. Dafür habe ich dann Kurse, um die Menschen über einen längeren Zeitraum zu supporten, sie in dem Energiefeld zu halten, sie zu unterstützen, dass sie die Informationen, die sehr tief und breit gefächert sind, besser verstehen können und besonders richtig verstehen können und nicht in eine Opfermentalogie oder anderes gehen. Das heißt, hier die ETs achten auch darauf, dass die Kontakte euch in die Kraft bringen und nicht das Gegenteil auslösen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das hat wirklich mit dem Bewusstseinszustand zu tun. Jetzt zum Beispiel jemand, der schlafend ist und der wirklich komplett nach der Matrix und 3D agiert, ist absolut uninteressant für ein Treffen für ETs, Mhm. weil da Ja. nicht die Bereitschaft besteht zu wachsen und besonders seine innere Haltung zu ändern und bereit zu sein, ein komplett neues Leben zu leben. Also die Bereitschaft, in ein neues Leben zu treten und die Bereitschaft, die innere Welt, die inneren Gedanken und Konzepte komplett auf den Kopf zu stellen und teilweise alles, woran du geglaubt hast, loszulassen, um in ein Mehrsein von dir selbst zu kommen. Das sind die besten Voraussetzungen für einen Kontakt mit Extraterrestrischen. Und wenn du dann noch die Tendenz hast, nach vorne zu treten, mit den Menschen zu kommunizieren und Aufklärungsarbeit zu leisten und eine Brücke zu bilden, wie zum Beispiel ich es tue, dann bist du der perfekte Kandidat für den Kontakt mit ETs. Das bedeutet, hier waren viele Faktoren dabei. Einmal die Entscheidung, als Hybrid auf die Erde zu kommen. Das heißt, es war schon klar gesetzt, dass ich eine Rolle in diesem Kontext spielen werde. Dann war in mir von Anfang an die Bereitschaft, mich zu reflektieren, die Welt zu sehen und besonders meine innere Welt jeden Tag neu auf den Kopf zu stellen, mich zu transformieren. Spirituelles Wachstum war für mich von Anfang an das höchste Gut und eben auch der Drang, die Welt zu verändern und den Menschen zu helfen. Damit habe ich eine gute Basis gehabt, dass Gespräche stattfinden können und dann eben ja die Bereitschaft auch nach draußen zu gehen und das Wissen zu teilen. Und eben auch eine Herzzentrierung ist auch ganz, ganz wichtig. Also Menschen, die nach dem Ego handeln und zum Beispiel Profit im Vordergrund haben und sich selbst im Vordergrund stellen, aber nicht im höchsten Wohle anderer agieren und zum Teil auch lügen würden oder irgendwas dazu dichten, damit es schön aussieht und auf sie positiv zurückfällt. Die sind auch keine wirklichen Kandidaten für den Kontakt, weil ETs lesen euch, sie kennen euer Unbewusstsein, euer Unterbewusstsein und sie kennen die Gedanken neben den Gedanken. Und danach agieren sie und danach reden sie mit dir und teilen das Wissen mit dir. Und das Wissen, was ich habe, hat teilweise die Kapazität, Realitäten zu sprengen, wenn ich es wollen würde. Aber ich habe keinerlei Absichten oder Agenden dahinter, sondern nur das höchste Wohl des Kollektives und derer, mit denen ich arbeite. Und ich wünsche mir, dass die Erde sanft in eine neue Ära geht, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt. Und das ist so wichtig, so wichtig. Ansonsten finden die echten Kontakte eher weniger statt mit den Leuten, die dazu neigen, Profit daraus zu machen oder sich ins Licht zu stellen und Aufmerksamkeiten zu bekommen. Also da ist es eher weniger der Also ich Fall. glaube, du hast jetzt gerade viele Sachen gesagt, die auch auf
mein Kontakterlebnis zutreffend sein können, Ja, sag ich mal so, ja. ja, besonders die Tendenz, dass du bereit bist, alles zu teilen und anderen zu helfen, ihre Erfahrungen zu teilen und damit ein Netzwerk herzustellen und Menschen mit Menschen zu verbinden, sodass mehr Verständnis, mehr Wissen, mehr Tiefe und mehr Weisheit daraus schlussendlich entsteht. Das sind tatsächlich die Agenden hinter den Treffen und weshalb Leute kontaktiert werden, sozusagen einen Samen zu setzen, der dann, wenn die Zeit reif ist, aufgeht und ein Bewusstsein dazu zu bringen, die richtigen Fragen zu stellen. Aber es Und werden auch Menschen kontaktiert, die keine Hybride sind. Also jetzt nur ja, weil ja, Kontakt da ist, heißt es nicht, dass da auch ein Hybrid Hintergrund ist. richtig. Also die Kontakte werden ausgewählt wirklich nach Bewusstseinsstadium. Einmal, wie kompatibel ist das Bewusstsein, wie kompatibel ist das Energiefeld bereits für einen klareren Kontakt. Und dann eben auch die inneren Werte. Das heißt, ihr werdet gesehen, ihr werdet gefühlt, ihr werdet gespürt, gelesen sozusagen auf allen Ebenen. Und ihr habt mit einer Spezies zu tun, die voll telepathisch ist und die Energiefelder und Sequenzen technisch als auch mit ihrem Energiefeld lesen können. Das heißt, sie wissen euch. Sie kennen euch nicht nur, sondern sie wissen euch. Das heißt auch die Abgründe. Und auch die Reinheit, in Anführungsstrichen Reinheit der Herzen, ein Herz ist immer rein. Aber hier, wenn alle Faktoren stimmen und besonders die Absicht da ist, was Positives daraus zu machen für alle Beteiligten, hier ist der Kontakt und es können Menschen sein, es können Starseeds sein, es können Hybride sein, es können Politiker sein. Manchmal ist es auch so, dass Treffen stattfinden mit Politikern, wenn sie dabei sind, eine nicht ganz so gute Entscheidung zu treffen, um Entscheidungen zu kippen. Also um sich hier buchstäblich einzumischen in den Lauf, der begonnen hat, um hier nochmal gegen zu korrigieren. Also das ist eine Ausnahme. Aber die Zivilkontakte, die finden normalerweise immer statt mit denen, die diese Faktoren in sich haben, wie wir sie davor genannt haben. Du bist ein Hybridkind, sage ich mal. Bist du auch eine Hybridmutter? Ja, ich habe 14 weitere Kinder Mhm. und die sind alle weitestgehend schon erwachsen. Also die jüngste müsste jetzt 15 sein und die älteste müsste, oh Gott, ich hoffe, ich sage es jetzt 27 geworden sein. Müsste jetzt Mhm. 27 sein, ja. Und sie gelten als die sind nicht auf dieser Erde, sie sind im Erdorbit und sie haben den Titel, mit dem sie sich nennen, die Spezies Yael. Also die Mischung aus Mensch und Parallel-Erdenmenschen. Genau. Okay. Findet regelmäßiger Kontakt statt? Ja, Und wenn ja, wie schaut er aus? Ist er telepathisch oder ist er auf dem Schiff? er ist sowohl als auch. Er ist telepathisch, er ist aber auch astral und er ist auch auf den Schiffen physisch. Wobei der letzte physische Kontakt mit ihnen im März ist, das heißt, es ist schon sehr lange her. Und ich freue mich, wenn ich sie dann auch zum Ende des Jahres wieder sehen kann, ja. Mhm. Also Das die wird schon. Kontakte sind regelmäßig, aber teilweise auch mit großen Abständen. Also es ist nicht so, dass man sich dann einmal im Monat sieht oder sowas, sondern es sind Monate teilweise dann dazwischen. Dient der Kontakt dem Privaten oder dient der auch der Agenda oder der Mission? Die Frage ist, was definiert privat? Denn alles dient ja dem Wachstum von allem, weil sie haben eine andere Bewusstseinsebene. Das heißt, sie sehen alles als ein Feld. Das heißt, sie sehen auch Menschen als ihre Geschwister. Sie wissen, dass meine Genetik ein Ausgangsstartpunkt war für ihren Körper, aber sie haben viele Eltern. Und sie sind die Kinder der Gesellschaft. Also sie haben hier andere Aspekte und das heißt, was sie mit mir persönlich tun, machen sie für die gesamte Gesellschaft. Und was ich tue, mache ich nicht nur für sie, sondern für den gesamten Kosmos. Das heißt, hier privat gibt es eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich sie treffe,
es ist so, dass wir uns oft austauschen über die banalsten Dinge. Wie ist es auf der Erde und wie machst du das? Und dann werde ich oft so lustige Dinge gefragt. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das kreiert? Oder dann, was war die lustigste Frage? Die kam von meiner Jüngsten. Wie war das nochmal? Das war so ulkig. Da hatte sie mich irgendwas gefragt mit Autofahren. Irgendwas wollte sie mit dem Autofahren wissen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wir haben so viel gelacht, weil sie so das, was für uns komplett normal ist, einfach nicht verstehen können, weil die fahren ja da oben keine Autos. Ich glaube, sie wollte irgendwann mal kommen wir nochmal zurück, wenn wir uns nochmal sehen, dann kann ich dir sagen, was sie wissen wollte. Also sie fragen manchmal so ganz banale Sachen, die für uns alltäglich sind, aber in einem ganz lustigen Kontext. Zum Beispiel, wenn du versuchst, mit ihnen ernst zu sein und du möchtest Hilfe von ihnen haben und möchtest zum Beispiel sagen, ich habe mir hier ganz, ganz schlimmes Chaos kreiert und ich leide ja so sehr unter diesem Chaos. Was würdet ihr tun? Die erste Reaktion ist, boah, wie hast du das gemacht? Wie hast du das kreiert? Erzähl mal bitte. Erzähl mal, wie hast du das kreiert? Das würde mich jetzt zuerst interessieren. Das heißt, sie sehen überhaupt keine Probleme. Also sie sind nicht problemorientiert, sondern sie sind wissensorientiert. Sie wollen wissen, wie wir Menschen das auf der Erde so tun und wie sich Autofahren anfühlt. Ich glaube, es war irgendwas mit Auto und Toilette oder sowas. Also weil da war irgendwie der Kontext, weil sie haben ja auch ihre Scout-Schiffe, das heißt ihre Discoidal-Schiffe, die runden, aber auch ganz normale Schiffe und da ist es so, dass sie eine spezielle Toilette da immer eingebaut haben und sie hat irgendwann, wo macht ihr euer Pipi im Auto? Ganz komische Sachen, das ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also so lustige Dinge, wo man dann einfach merkt, da ist ein massiver kultureller Unterschied da und es sind Basisdinge, die man bespricht, wo man als Mensch denkt, wie, das fragt sie jetzt wirklich oder das fragt er jetzt wirklich? Wie kann das denn sein? Aber sie versuchen einfach zu verstehen, wie sich das Leben auf der Erde anfühlen könnte. Also solche Dinge sind wirklich der Alltag, wenn man dort ist und mit ihnen redet. Und dann zusätzlich eben auch, dass man hier bespricht, wie sind die nächsten Schritte, wie sehen sie zum Beispiel gerade die und die Dinge auf der Erde. Das ist jetzt spezifisch mit den Yael, mit meinen Kindern. Gespräche mit der Föderation und mit den Vorständen Arcturus und Andromeda und Sirius, da ist es ein bisschen anders. Da sind die Gespräche tatsächlich eher taktischer, metaphysischer und politischer Natur und besonders, was darf ich und was darf ich nicht. Das sind die hauptsächlichen Gespräche, wo ich immer wieder aufgefordert werde und erinnert werde, was ich denn hier darf und was ich hier denn nicht darf. Okay. Kannst du beschreiben, wie deine Kinder aussehen? Haben die menschliches Aussehen oder ein leicht verändertes? Also ein Ja, leichter Unterschied zu uns? also sie sind sehr, sehr menschlich. Sie sehen sehr ähnlich aus wie ich. Und wenn ihr das beobachtet, meine Augen sind ein bisschen auseinandergegangen und ein bisschen größer geworden jetzt in der Zeit, während ich über die Yael spreche. Und so sehen sie aus. Das heißt, die Augen sind ein kleines bisschen größer, ein kleines bisschen weiter auseinander. Die Nasen sind in der Regel sehr fein. Normale Lippenstrukturen. Und von der Körpergröße her sind sie auch so zwischen 1,70 bis zu 1,90 Meter. Mhm. Aber augenmerklich ist, dass die Augen größer sind, ein bisschen größer. Nicht viel, so ein paar Millimeter, aber so, dass es auffällt, dass es anders ist. Aber nur, wenn man genau hinguckt. Ansonsten würde es nicht auffallen.